Heute lade ich dich zu meinem Georgien-Workshop ein, denn wenn du nicht gleich auswandern kannst, dann fang doch mit kleinen Schritten an. Und Georgien ist ein echter Geheimtipp für so den ersten oder zweiten Schritt zu deinem Plan B. Darum geht's im heutigen Video und vor allem in unserem Georgien-Workshop. Wir fahren ja alle 3 bis 4 Monate mit Mandanten nach Georgien und in 2 Wochen ist es wieder soweit. Du kannst kaum in einem Land so einfach und so schnell so ein hochwertiges, echtes Bankkonto eröffnen, also kein Fintech-Konto, sondern in Banken mit echten Filialen. Du hast deinen persönlichen Berater, der trägt noch Anzug und du hast seine Durchfallnummer. Bei geschicktem Setup, auch in Georgien, kannst du das CRS umgehen. Das erklären wir dir im Workshop oder wenn du es nicht erwarten kannst, dann auch gerne mal im Beratungsgespräch. Wenn du dran bleibst, dann erfährst du am Ende auch noch meine persönliche Einschätzung zur Sicherheitslage in Georgien. Und ich habe mich ja vor 2 Monaten mit Abonnenten unseres YouTube-Kanals, also mit Mandanten von uns in Georgien getroffen, die da leben und habe gelernt, dass das Bild, das man uns hier zur Sicherheitslage in Georgien vermittelt, eben weit von der tatsächlichen Realität entfernt ist. Aber das kennen wir ja schon von anderen Ländern. Schreib mir gern auch mal deine Meinung dazu. Vielleicht ist dir ja aber auch Reisefreiheit durch ein permanentes Visa, also ein Aufenthaltstitel in Ländern außerhalb der EU wichtig. Und Georgien punktet da ordentlich gegenüber anderen Ländern in Europa außerhalb der EU. Und es gibt ja viele Mandanten, die suchen so 1, 2, 3 Länder mit einem goldenen Visa. Und na klar, man kann da natürlich Lateinamerika, vielleicht Argentinien, Mexiko ins Auge fassen oder vielleicht auch die Philippinen beispielsweise oder Thailand. Aber der ein oder andere braucht eben auch ein Plan B Golden Visa in einem Land, das er mit dem Auto erreichen kann oder in dem er eben keine 10 Stunden mit dem Flugzeug unterwegs ist, weil er vielleicht noch Verwandte, vielleicht pflegebedürftige Eltern in Deutschland hat. Und da ist es nicht schlecht, wenn du ein goldenes Visa oder ein permanentes oder einen mehrjährigen Aufenthaltstitel in einem Land in Europa, aber eben nicht der Europäischen Union hast. Und du bekommst eben das auch in Georgien, einen Aufenthalt, zunächst für 12 Monate, aber eben anschließend für 5, 6, 7, 8 bis 12 Jahre ist möglich. Und alles vergleichsweise schnell, unbürokratisch und vor allem eben bezahlbar. Wenn das für dich interessant ist, dann bleib jetzt unbedingt dran, denn ich zeige dir, wie du mit uns in 2 Tagen in Georgien genau das alles machen kannst. Also ein Konto eröffnen, einen Aufenthalt beantragen und eben die Umsetzung deines Plan B Konzepts starten oder ergänzen kannst, wenn du schon das ein oder andere gemacht hast. Den Termin unseres nächsten Georgien-Workshops, den findest du hier unter diesem eingeblendeten Link, beziehungsweise scann einfach den Barcode, den wir dir jetzt hier gleich einblenden. Also, warum Georgien? Georgien ist eines aus meiner Sicht der interessantesten Länder für Auswanderer, Unternehmer, Investoren, die mal mit so einem kleinen Plan B oder mit so einem ersten Schritt anfangen wollen oder ihren vorhandenen Plan B ergänzen wollen. Und Georgien wird aus meiner Sicht völlig unterschätzt. Und es ist wirklich wert aus meiner Sicht, dass du dir das mal anschaust, ob du das vielleicht in deine Überlegung einfach integrieren kannst. Also was haben wir in Georgien? Wir haben sehr hochwertige Konten. Du bekommst echte Kreditkarten zu deinem Konto bis hin zur American Express Karte, wenn du das möchtest. Du bekommst bis zu 10,5% Zinsen oder sogar mehr auf Lari-Einlagen. Und du kannst dich gerne mal informieren. Der Lari, also die Währung in Georgien, ist eine sehr, sehr gute Währung. In der Pandemiezeit hat sie sogar besser performt als der Euro. Und die Kontoführung dort ist in US-Dollar, in Euro, in britischem Pfund oder auch Schweizer Franken möglich. Du hast super Möglichkeiten zum Auscashen von Krypto. Das heißt, generell ist ja Georgien kryptofreundlich. Ein Vorteil aus meiner Sicht ist eben, dass die Kryptobörse, da die in Georgien eben lizenziert ist, beim Auscashen auf deine georgische Bank kein SWIFT verwendet und daher eben auch weniger von internationalen Regularien betroffen ist. Du hast niedrige Lebenskosten in Georgien, du hast einen hohen Lebensstandard. Davon kannst du dich gerne überzeugen, wenn du mit uns dahin kommst. Also wir gehen da auch am ersten Abend mal gemeinsam essen in so ein typisches georgisches Restaurant. Das ist schon ein Erlebnis. Du hast 1% Steuer für deine Solo-LLC, die du da im Prinzip gründen kannst, also für deine kleine Einmannfirma. Oder du kannst übrigens auch eine Gesellschaft mit 2, 3 Personen gründen, wenn du das möchtest.
Du hast keine Steuer auf Kryptogewinne. Du hast, wie gesagt, bei geschicktem und richtigem Setup auch keinen automatischen CRS-Datenaustausch. Und in Verbindung mit einer Firmengründung kannst du eben auch den Aufenthalt dort beantragen, alles das innerhalb von 2 Tagen. Das heißt, wenn du mit uns mitkommst, so 1, 2 Tage da bist, dann gehst du da weg, hast dein Bankkonto, hast im Idealfall schon deine Kreditkarten, deine Visa, deine Masterkarte und der Aufenthalt ist beantragt. Du musst dann lediglich noch einmal entweder nach 10 Tagen oder auch innerhalb von 3 Monaten hin, um deine Plastikkarte oder deinen Ausländerpersonalausweis abzuholen. Das Beste, wie gesagt, es gibt keine Anwesenheitspflicht, wer eine steuerliche Residenz dort wünscht, auch das ist möglich. Da gelten dann noch ein paar andere Anforderungen, aber auch das ist möglich, also Steuerresidenz ohne Anwesenheitspflicht. Du musst eigentlich nicht mal investieren, eigentlich nur nachweisen, dass du über entsprechendes Kapital verfügst und einen Teil des Kapitales wenigstens mal für einen Tag pro Jahr auf einer Kryptobörse, Aktiendepot oder einer georgischen Bank deponieren. Ja, und für Interessenten, die sich da für Real Estate, also für Immobilieninvestments interessieren, da kann man übrigens als Ausländer dort sogar einen Teil davon finanzieren im Land, muss also nicht alles mit Eigenkapital kaufen. Da gibt's wirklich attraktive Preise und wie gesagt, einfache Finanzierung für Ausländer. All das im Workshop, den wir dir da anbieten. Ja, ich war selbst vor Ort, habe also selber mein Konto, meinen Aufenthalt da beantragt und die Bank, muss ich sagen, die hat mich schon am meisten begeistert. 16 Uhr bin ich da rein in die Bank, am nächsten Mittag hatte ich meine Kreditkarten, die App wurde mir eingerichtet. Du hast Loungezugang momentan sogar noch, also du hast zweimal auf 2 Karten, Kreditkarten hast du dann Loungezugang, also Flughafen Lounge und kannst sogar noch einen Gast mitnehmen. Also all das hat mich persönlich, wie gesagt, relativ begeistert. Also sei dabei bei unserem kompakten, intensiven Workshop in Georgien, der dich in 1,5 Tagen eben nicht nur vom Träumer, sondern zum Umsetzer macht. Was erwartet dich dort, wenn du mitkommst? Es gibt einen Deep Dive Workshop in einer kleinen Gruppe. Also wir sind in der Regel so 5 bis 10 Investoren oder Plan B-Interessenten da. Das letzte Mal waren wir 12 Personen. Wir versuchen das bewusst schon eine kleine Gruppe zu halten. Dann ist es trotzdem schön, Austausch mit kleinen Gleichgesinnten. Das sind so Unternehmer, Investoren, digitale Nomaden, meistens eine gemischte Gruppe. Und das Wichtigste ist einfach, du setzt um. Deswegen sind wir da nicht in einer 40, 50 Mann Gruppe im Workshop, so wie wir das in Zürich zum Beispiel sind, weil wir wollen ja, die meisten wollen dort umsetzen, wollen direkt starten. Das heißt, wir gehen da komplett in der Gruppe in die Bank rein, wir gehen da zum Gewerbeamt, melden eine Firma an, da wirst du staunen, das dauert eigentlich nur 10, 20 Minuten, hast deine Firma, dann gehen wir wieder zur Bank und dann wird dein Geschäftskonto angemeldet. Und dann gehen wir noch nachher entweder am gleichen Tag oder am nächsten Morgen eben zum Migrationsamt und melden deinen Aufenthalt an, wenn du alles zumindest umsetzen willst. Und dann gibt's am 2. Tag nachmittags, wie gesagt, noch eine Immobilientour. Du suchst dir selber raus, was du alles mitmachen willst. Wie gesagt, also lass uns mal über Schritte dann auch noch, wenn Zeit ist, entweder am Abend beim gemeinsamen Abendessen oder wenn wir so noch am Rand Zeit finden, auch mal vielleicht über ganz andere Optionen noch sprechen. Also zweite Staatsbürgerschaften, goldene Visa in anderen Ländern, all das ist im Workshop-Programm enthalten, findet da seinen Platz. Wichtig eben, du gehst mit deinem Konto, deiner Kreditkarte und schon dem beantragten Aufenthaltstitel gehst du da nach Hause. Die geopolitische Realität wollen wir natürlich auch nochmal nüchtern betrachten. Ja, Georgien liegt geografisch in einer sensiblen Region, das ist so. Aber seit dem Konflikt 2008 hat sich das Land eigentlich klar pro-westlich ausgerichtet und es gab keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr auf georgischem Kerngebiet zumindest. Fakt ist, Georgien ist heute sicherer als viele andere Länder, die medial weniger Beachtung bekommen. Kann man sagen, inklusive Teilen Südeuropas. Also beispielsweise, warum sage ich das jetzt? Zypern. Ne? Viele sagen, Georgien, das wäre jetzt nichts für mich, aber Zypern, das wäre schon was. Aber wenn du dir das genau anguckst, dann ist eigentlich Zypern wesentlich kritischer zu betrachten, ist viel mehr von Spannung im Nahen Osten zum Beispiel betroffen als Georgien. Also 2023 war Zypern direkt betroffen durch Spannung im Nahen Osten. Georgien war völlig ruhig und stabil. Ich würde persönlich lieber in Georgien eine Wohnung haben, einen zweiten Wohnsitz vielleicht oder einen dritten Wohnsitz, als in Polen, Rumänien in der Europäischen Union aktuell. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Schreib mir gerne deine eigene Einschätzung hier dazu.
Die Standortstrategie muss man auch mal sehen, also Diversifizierung statt Idealisierung ist da immer mein Stichwort. Also such nicht den einen idealen Zweit- oder Drittwohnsitz oder das eine ideale goldene Visa, sondern diversifiziere dich. Aus meiner Sicht ist es viel, viel wichtiger bei einem Plan B, dass du vielleicht ein, zwei oder drei permanente oder dauerhafte Aufenthaltstitel von anderen Ländern hast, weil wir wissen vom Standort her, von der geopolitischen Lage einfach nicht, welches Land in 2, 3, 4, 5 Jahren, wenn du es dann brauchst, wirklich die optimale Lösung bietet. Also im Plan B heißt nicht, ich ziehe morgen mit der Familie und mit meinem Haustier, mit meinem Hund, mit meiner Katze in ein bestimmtes Land um. Plan B heißt, ich baue mir Optionen auf, Aufenthaltsstati, Firma, ein oder mehrere Auslandsgesellschaften, ein, zwei, drei Konten in verschiedenen Ländern. Vielleicht investiere ich auch in ein, zwei Ländern in eine Immobilie, wenn das Budget hergibt. Und dann beobachte ich, wie sich die Lage entwickelt und passe meinen Plan B auch an. Wer clever ist, das ist immer mein Spruch, der denkt eben in mehreren Jurisdiktionen und sucht nicht die eine ideale. Georgien aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, ein Baustein im Mosaik, nicht zwangsläufig der alleinige und einzige Endpunkt, aber ein sehr, sehr schöner Baustein im Plan B. Und man kann ja jederzeit umplanen. Der Vorteil ist eben, du hast den Fuß schon in der Tür. Das heißt, wenn wieder Reisebeschränkungen kämen, wenn sie morgen kämen, wenn sie im nächsten Monat oder im nächsten Jahr kämen, dann hast du eben von ein, zwei, drei Ländern eine Austrittskarte. Das heißt, du gehst an den Frankfurter Flughafen, du hast ein Flugticket gekauft, willst einchecken und dann sagte eben nicht die Dame am Check-in-Schalter, ich kann Ihnen leider kein Flugticket ausdrucken, weil sie wollen es in dies oder jenes Land fliegen. Die stellen gerade keine Touristenvisa mehr aus. Dann sagst du, ja, kein Problem. Ich habe ja einen permanenten Aufenthaltstitel. Ihr müsst mich also rauslassen, weil ich darf da ja einreisen. Das heißt, für mich gelten die Reisebeschränkungen zurzeit nicht. Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig, eben von ein, zwei, drei Ländern einen permanenten oder dauerhaften mehrjährigen Aufenthaltstitel zu haben. Für zwei Anforderungen eines Plan B ist für mich eben da Georgien ein guter Baustein, also die Reisefreiheit durch die georgische ID-Card, die du bekommst, also so ein Ausländerpersonalausweis, die dich eben als Person mit Wohnsitz, mit Interessen in Georgien ausweist. Auch eine Firmengründung ist ja bei uns im Paket mit dabei und das sind überzeugende Gründe, dass man dich in einer Pandemiezeit, in einer Zeit mit Reisebeschränkungen eben auswandern lässt. Auch in einer Zeit, in der eben keine Touristenvisa mehr ausgestellt werden. Das war, wie gesagt, auch bei der Schweiz so in der C-Zeit, in der Pandemiezeit. Also du konntest ja als normaler Mensch, ohne jetzt geschäftliche Interessen das nachweisen konntest, nicht mal durch die Schweiz durchfahren, nach Italien zum Beispiel oder in die Schweiz einreisen. Zweitens, wie gesagt, deswegen sage ich Georgien aus zwei Gründen, die alternative Bank außerhalb des westlichen Systems. Es ist ja immer mehr problematisch teilweise, in bestimmte Länder und Regionen zu überweisen oder Geld zu empfangen. Man muss immer wieder Fragen beantworten, Verträge vorlegen, damit Geld überhaupt von deiner Bank A in das Land B überwiesen wird, wenn du deine Bank eben in der EU hast beispielsweise. Bei Georgien ist es so, Georgien nimmt pro forma am CAS teil, deswegen ist Georgien absolut clean. Das heißt, es ist auf keiner Greylist, auf keiner Blacklist. Es ist eine echte Bank, das heißt eine Bank noch mit echten Menschen. Das heißt, also mein Bankberater bei der Bank of Georgia beispielsweise, der meldet sich bei mir, wenn er mal 10 Tage im Urlaub ist, entschuldigt sich und sagt mir jetzt, wer mein Ansprechpartner ist, wenn er da mal ein, zwei Wochen im Urlaub ist. Schreibt mir persönliche E-Mails und so weiter und so fort. Trinkt mit mir einen Kaffee, wenn ich mal in Georgien bin. Ich freue mich schon halt in 2 Wochen, werde ich wieder mit ihm einen Kaffee trinken. Also das ist ein super Service, so wie man den vielleicht noch vor 20, 30 Jahren auch in Deutschland hatte. Und ein dritter Punkt eigentlich noch ist die Kryptobörse ohne CARF. Das heißt, die Kryptobörse in Georgien, die nimmt also de facto aktuell nicht an CARF und nicht am CRS teil. Du kannst kaufen, auscashen, hast angenehm niedrige Regularien dort, also Hürden, weil, wie gesagt, die Börse und die Bank nicht über das US-SWIFT miteinander verbunden sind und damit eben nur lokalen
Regulierung von den georgischen Behörden unterworfen sind und die sind eben sehr angenehm. Die Sicherheitslage, die wollen wir uns noch mal ganz kurz anschauen. Also laut internationalen Sicherheitsindizes gehört Georgien eben zu den sicheren Ländern Europas mit einer sehr niedrigen Kriminalität und stabiler innerer Ordnung. Also da würde man ganz anders denken, wenn man jetzt einfach nur Zeitungsartikel liest und Nachrichten hört bei uns, aber wenn du dir den Global Peace Index anschaust, dann ist Georgien besser als Mexiko, El Salvador oder Brasilien, Philippinen, fast so gut wie Panama oder Dominikanische Republik beispielsweise. Wobei meiner Erfahrung nach eben diese Indizes oft auch politisch gefärbt sind. Also Beispiel in Sansibar oder Tansania, seit dort der Präsident mal in der C-Zeit Motoröl und Papaya auf Corona getestet hat und dort die Pandemie einfach für beendet erklärt hat, da wurde Tansania plötzlich als gefährliches Reiseland auf den Index gesetzt. In Georgien, wenn du dir das anschaust, zum Beispiel bei Numbeo, den Crime Index, dann siehst du, wie gut Georgien rankt. Also Georgien ist da sogar von der Kriminalität und Sicherheit besser als Deutschland, ähnlich wie die Schweiz, Dänemark, Österreich oder Niederlande. Total interessant, oder? Ja, also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen, wenn du überlegst, Georgien in deinen Plan B zu integrieren. Ja, schreib mir doch mal in die Kommentare, was würdest du in Georgien als erstes machen? Eine Firma gründen, Konto eröffnen, Aufenthalt sichern oder welches andere Land würde dich mal interessieren? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, auch wo du aktuell stehst, was du schon gemacht hast, in welchem Land du schon dein goldenes Visa oder deinen permanenten Aufenthaltstitel beantragt hast. Also, warum sollst du nicht warten, sondern am besten jetzt gleich dein Ticket für Georgien buchen? Also das ist jetzt kein Webinar oder kein E-Book, das wir hier anbieten. Das ist eine Real-Life-Umsetzung mit einem echten Ergebnis. Also du besuchst einen Workshop, das ist nicht schlecht. Du bist mit Gleichgesinnten zusammen und du gehst nach Hause und hast was in der Hand. Ein Bankkonto, eine Firma, ein Aufenthaltstitel, je nachdem, wofür du dich nach dem Workshop dort entscheidest. Ja, ich würde mich freuen. Wie gesagt, wir sind regelmäßig dort. Jetzt in 2 Wochen wieder in Tiflis oder halt Tbilisi, wie man so sagt. 5 Minuten vom vom City Best Western Hotel zum Anwalt, zur Bank. Also alles zu Fuß, super gehalten, kleiner Teilnehmerkreis. Link zur Anmeldung findest du in der Beschreibung. Und wenn du es nicht erwarten kannst oder nochmal reden willst, buch gerne auch ein Beratungsgespräch. Du kannst das alles remote auch machen. Das heißt, du kannst eigentlich nicht alles. Also die Bank kannst du remote machen. Du musst halt anreisen, zum Fingerabdrücke abgeben, wenn du deine Residence-Karte haben willst. Aber du kannst vieles auch sofort starten. Und wenn du es noch nicht hast, mein kleines E-Book zum Vergleich Serbien versus Georgien, dann schreib mir einfach eine E-Mail, meine E-Mail-Adresse eingeblendet und dann schicke ich dir sehr gerne das Georgien und Serbien E-Book zu. Also, Fazit, Georgien ist, ja, jetzt ist es kein Geheimtipp mehr, am Anfang habe ich ja gesagt, ist ein Geheimtipp, aber eben immer noch eine der letzten echten Chancen, steuerlich und wirtschaftlich einen Plan B aufzubauen. Das heißt, eine Residenzkarte zu haben, ohne eine bestimmte Anzahl von Tagen, Wochen da anwesend zu sein. Und wenn du deinen Plan B nicht länger aufschieben willst, sondern wirklich starten willst, dann ist der Workshop das Richtige, deine Eintrittskarte. Ich freue mich auch mal immer, diejenigen, die uns sonst nur am Video uns sehen, auch mal selber zu sehen. Genauso geht es auch mit Sebastian. Also wir freuen uns immer, Sebastian und ich, wenn wir mal unsere Abonnenten hier beim YouTube-Kanal auch mal persönlich kennenlernen. Und für dich ist es auch was ganz anderes, nicht nur einfach mal nur ein Video zu schauen, sondern mal mit anderen Gleichgesinnten zusammenzusitzen, mal zusammen ein Glas Bier und Wein zu trinken, zusammen zu essen, zu reden. Das wird dich bestimmt begeistern. Ich freue mich, dich zu sehen. Bleib fröhlich. Bis zum nächsten Video. Macht es dir Sorgen, dass deine Reisefreiheit im Spannungs- oder Krisenfall plötzlich wieder eingeschränkt wird? Fragst du dich, ob du oder deine Kinder in einem Land bleiben, wenn eine Wehrpflicht eingeführt wird oder man sich in einen Krieg hineinziehen lässt und du dann im Ernstfall mit deiner Familie feststeckst? Willst du nicht von einer einzigen digitalen ID abhängig sein, die deine finanzielle Freiheit einschränkt? Eine zweite Staatsbürgerschaft, also ein zweiter Pass, könnte dir und deiner Familie Flexibilität, Sicherheit und sogar ganz neue Chancen und Türen öffnen. In unserer Zweitpass Masterclass zeigen wir dir, welche Optionen es gibt, wie du die passende Lösung für dich findest und wie du direkt mit der Umsetzung startest. Du erfährst alles über die 4 Wege zu einer zweiten Staatsbürgerschaft.
über mehr als 12 Zweitpass-Programme weltweit und wie du deinen neuen Zweitpass optimal in dein persönliches Plan-B-Konzept einbaust. Dazu bekommst du Praxisbeispiele und Strategien für Vermögensschutz, Auslandskonten und Golden Visa. Das Ganze findet in einer kleinen, exklusiven Gruppe statt. Kein anonymes Online-Event, sondern echte Antworten auf deine Fragen. Networking mit Gleichgesinnten und die Möglichkeit, noch während des Workshops deine Antragstellung zu beginnen. Sichere dir jetzt dein Ticket für die Zweitpass Masterclass und nimm deinen Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos mit. Alle Infos und Tickets findest du unter dem jetzt eingeblendeten Link. Mach heute den ersten Schritt zu deinem Plan B und sichere dir Freiheit, Mobilität und Schutz für dich und deine Familie. Und wenn du nicht bis zur Masterclass warten, sondern loslegen willst, dann vereinbare gleich dein persönliches Beratungsgespräch.